Hallo zusammen, willkommen zur Reise- und Fototour nach Lissabon. Ich nehme euch mit durch die Stadt, zeige euch ein paar Impressionen, verschiedene Lichtsituationen, verschiedene Locations und werde immer wieder zu den eingeblendeten Fotos etwas sagen, was euch vielleicht weiterhilft und euch inspiriert, selber bei der Reisefotografie euch zu verbessern. Wir hatten uns für 5 Tage ein Airbnb gemietet, so mit 3 Zimmern. Ein Zimmer war eigentlich nur dazu da, dass ich meine ganze Fotoausrüstung, Akkus dort ausbreiten kann und es nicht so überall in der kleinen Wohnung rumlag. Hier sind wir jetzt im Botanischen Garten der Universität Lissabon. Das ist so ein kleines Paradies mitten in der Stadt, hat riesige Monstrea, Kakteen in allen Formen und Größen, verwinkelte Pfade und Teiche, also super Location, um jetzt Fotos zu machen, wenn man botanischer Fan ist, aber auch jetzt, wenn man eine Person in einer interessanten Umgebung fotografieren möchte. Der Garten, den gibt es jetzt schon seit 1873 und der wurde damals zur Lehre und Forschung der Botanik angelegt und ist seit 2010 ein Nationaldenkmal. Ungefähr 4 Hektar groß, so zwischen 1300 und 1500 Pflanzenarten hat es hier aus unterschiedlichen Ländern zusammengefasst. Hier sind wir im Park Eduard VII. Liegt eigentlich auch ziemlich zentral in Lissabon auf einer Anhöhe und deshalb hat man eine super Aussicht und sieht runter in die Stadt und man sieht auch da schon das Meer. Die Herausforderung finde ich so bei Sehenswürdigkeiten ist ja immer, kann ich noch einen Blickwinkel finden oder eine Kombination, die man jetzt vielleicht nicht so oft schon fotografisch gesehen hat. Das war eigentlich auch schon der erste Tag. Also wir sind insgesamt bestimmt an die 20 Kilometer hier rumgelaufen und jetzt bin ich auf den nächsten gespannt. Neuer Tag, neue Location, hier jetzt am Praco do Rossio. Hier hat mich eigentlich dieser Boden fasziniert, dieses Wellenmuster, das muss ja unfassbare Arbeit gewesen sein, diese Pflastersteine so zu verlegen. Der Brunnen auf diesem Platz, der hat mich schon irgendwie fasziniert. Ich habe hier eine Zeitlupenaufnahme gemacht und aus allen Richtungen gefilmt. Merkwürdigerweise habe ich ihn nicht fotografiert, keine Ahnung. Also manchmal geht es mir so, ich schaue mir die Sachen an. Das ist also die Hauptattraktion und dann fotografiere ich aber wieder so Nebensächliches. Hier hat mich wieder der Weg fasziniert, besser gesagt die Pflastersteine, diese Muster, die verarbeitet haben, faszinierend. Das ist jetzt das Tor, wenn man da durchgeht, kommt man zum großen Hauptplatz Arco do Comércio, wenn man das so ausspricht. Und hier habe ich mich auch eine Weile aufgehalten und habe auch eine Zeitrafferaufnahme gemacht. Bin mehrmals um diese Statue gelaufen. Es ist ein Riesenplatz, der auf der einen Seite geht es durch das Tor in die Stadt, auf der anderen Seite kommt man ans Meer. Um diese Aufnahmen zu machen, bin ich extra nochmal morgens kurz nach Sonnenaufgang hin. Was mich auch fasziniert hat, war natürlich diese Straßenbahn. Gefühlt überall, egal wie steil, die Dinger fahren.
so nach dem ganzen Trubel ist natürlich schon ein gewisser Lärmpegel mit diesen Straßenbahnen und Verkehr. Gibt es natürlich extrem viel schnucklige Cafés, Restaurants und wunderbares Essen haben wir uns natürlich auch gegönnt. Und das war auch schon der zweite Tag. Was sich lohnt in Lissabon ist schon schauen, was so in den Seitenstraßen zu finden ist, weil da gibt es ab und zu echt kleine Schätze wie dieses Restaurant im 3. Stock mit super Aussicht. Wir waren Mitte Februar in Lissabon unterwegs und durch das Klima ist natürlich schon angenehmer wie bei uns um die Jahreszeit und da es ja Vorsaison ist viel weniger los. Gegen Abend sind wir dann Richtung Burg São Jorge. Das ist eigentlich die berühmteste Sehenswürdigkeit in Lissabon sozusagen, auf den Hügel der Alfama. Das ist so eine Festungsanlage mit Burgruine, mit mehreren Türmen und Burggraben, 2 großen Plätzen und man kann tatsächlich auf die Türme hoch. Was man jetzt links sieht, ist eigentlich nicht, was ich vorher mal erzählt habe, das Meer, sondern der große Fluss Tejo. Die Aussicht ist natürlich noch spannender vom Licht her zum Sonnenuntergang. Ich habe jetzt speziell das Licht benutzt, um auch Porträtaufnahmen zu machen. Und zwar im Gegenlicht, so dass die Haare einen Lichtkranz bekommen. Und habe auch eine Blende gewählt, also ziemlich offenblendig, damit der Hintergrund unscharf wird und mein Vordergrund, sprich mein Motiv, schön scharf ist. Hier waren wir jetzt im Stadtviertel Graça. Ob man das so ausspricht, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls hat es hier viel, sehr viel Straßenkunst, sprich auch Graffitis. Und es ist ein ziemlich hügeliges Stadtviertel, wie so viel in Lissabon hügelig ist. Es ist aber spannend zu sehen, wie sich das da entwickelt hat. Ich war vor 2 Jahren schon mal da. Und diese Graffitis, die ändern sich auch in der Weise, dass hier ist es auf dem Neubau. Das, was wir vorher gesehen haben, war auf so einem Altbau oder besser gesagt hier auch auf so einem Treppenaufgang. Und ich glaube, das Viertel gibt es so jetzt gar nicht mehr. Also ich denke, das war so stark mit Graffiti, weil die wussten, das steht nicht für ewig. Aber trotzdem hat es überall immer wieder so Künstler, Art, Street Art. Ich finde das echt toll.
So, jetzt sind wir am höchsten Hügel in Lissabon sozusagen angekommen. Da gibt es einen super Aussichtspunkt, wo man sich aufhalten kann. Da gibt es eine kleine Bar, kann man sich was zu trinken holen, Stühle. Es sind viele junge Leute da und auch Musiker. Macht Spaß am Abend, sich dort aufzuhalten. Tolle Idee von den Einwohnern, diese Straße so mit Grün auszustatten. Ist ja doch ziemlich viel Steinarchitektur in Lissabon. Und nur an manchen Plätzen hat es tatsächlich Bäume und es ist grün. Aber hier bald von jedem Balkon eine kleine Pflanzenweltpracht und sogar auf dem Boden. Solche Momente liebe ich dann. Dieser Hund, der jetzt aus dem Fenster schaut, ich habe das dann noch aus der Perspektive, dass es wie ein Bildrahmen ausschaut, fotografiert. Indirekt hatte ich schon etwas Schwierigkeiten, Motive zu finden, weil es so viel waren. Und andererseits wollte ich einfach nur so genießen, gar nicht fotografieren, obwohl mir ja Fotografieren Spaß macht. Eine Erkenntnis für mich war da schon, dass je länger ich an einem Ort dann war und die Location so von verschiedenen Richtungen angeschaut habe und dann nochmal zurück bin und in die andere Richtung, dass dann nach und nach sich so Motivideen entwickelt haben.
Diesen Abend habe ich mir vorgenommen, dass ich mit dem Stativ unterwegs bin und Langzeitbelichtungen mache. Da soll ja eigentlich dann das Licht des Motivs sein und die Architektur im Spiel mit dem Licht. Und was natürlich super ist, man kriegt so bei Fahrzeugen die Lichtspuren oder Menschen, die vorbeilaufen, sind nur verwischt zu sehen. Ich habe dann schon so mit Zeiten gearbeitet zwischen 10 und 30 Sekunden Belichtungszeit. Die Blende habe ich dann auch immer etwas größer eingestellt, so auf 10:12, damit auf den Fotos die ganzen Laternen diese Sonnenstrahlen bekommen. Oder auch Fotos, die ich jetzt verwackelt habe, habe ich jetzt auch mal da drin gelassen, einfach zum Zeigen, was für Effekte daraus entstehen. Und interessant ist auch, wie sich immer das Licht auch im Boden spiegelt, speziell hier bei den ganzen glatt polierten Pflastersteinen. So, das war jetzt mein zweites Video über Reisefotografie und ich habe das total unterschätzt, wie aufwendig das doch ist, so einen Film zu machen und die ganzen Daten zusammenzusammeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn nicht so viel Fotoinfos dabei waren.